Hallo ihr Lieben, willkommen zum neuen Orakel. Der Brief von deinem Leben. Was möchte das Leben uns mitteilen? Ich bin gespannt, solange ich mische. Ich lege hier mit dem Golden Magic Lenormand von Gabi Mokros, dem wunderschönen. Alle Infos zu mir und meiner Person findest du wie immer unten in der Infobox des Videos. Meine Sendezeiten sind bisher immer dienstags, freitags und sonntags. Dazwischen drin mache ich auch mal so ein paar Sonderaktionen, zum Beispiel Vollmond, Neumond, Portal, je nachdem, was gerade für Tage anstehen. Und natürlich dürft ihr mich auch auf meinem zweiten Kanal besuchen, da mache ich nur Tagesorakel. Da gibt es dann immer das Sonntags-Goodie ab 15 Uhr, lasse ich mir da immer was Besonderes einfallen. Ja, jetzt haben sich die ersten zwei Karten schon umgedreht und mit der Fragestellung, was möchte das Leben uns sagen, haben wir hier schon gleich die erste Antwort. Das Leben möchte, dass du dich in Bewegung setzt und Dinge, die dir am Herzen liegen, die dich auch belasten oder wo du sagst, okay, das ist mir lästig, das ist eine Bürde, die mich nicht weiterkommen lässt. Da möchte das Leben, dass du selbst eine Bewegung aufnimmst. Und ich habe hier das Ding, dass es auch gar nicht lange dauert. Das sind so eine Kleinigkeiten, die uns hier eine andere Möglichkeit bringen. Herzensangelegenheiten kann alles sein, ja. Alles, was dir am Herzen liegt, ob das jetzt Partnerschaft ist, dein Umfeld, die Umgebung, du selbst oder auch wie hier eine berufliche Situation, die vielleicht langfristig sich verändern soll. Ich habe mit dem Klee tatsächlich, das sind keine großen Bereiche. Hier kommt auch so ein schicksalshafter Ausgleich von Glück mit rein ins Kartenblatt. Und ich habe auf dem kurzen Weg, auch im Umfeld drin, viele kleine Glücksmomente, die du vielleicht vor lauter Last und Bürde gar nicht wahrnimmst. Also klopf dir selber auf die Schultern, schau dich um. Du hast dir hier schon ein Riesenfundament erarbeitet auf deinem ganzen Weg, Lebensweg, auf deiner Lebensreise. Ja, und jetzt geht es ein bisschen um das Speziellere, nämlich um deine, nicht das, was man so tut und tun muss, um den Alltag, sondern speziell um das, was dir am Herzen liegt und sich vielleicht so zeigt, dass du bisher nicht gewusst hast, wo gehe ich hier noch einen Weg, der ein bisschen näher zu mir ist, weiter weg von den Themen, die mich geprägt haben oder die mir, ja, wie nennt man das, einen Glaubenssatz, Sache über den Kopf gestülpt haben, aus der ich mich lange nicht befreien konnte. Und ich sage es nochmal, das Leben sagt dir hier, das sind nicht die großen Dinge. Das Herz liegt im Haus des Klees, das Kleeblatt liegt hier im Haus des Hauses. Also ist alles in der näheren Umgebung und auf dem kurzen, kleinen Weg zu finden. Hier geht auch all das in die Bewegung, in die Leichtigkeit auch, in die Kommunikation, wo sich bisher kein guter Weg offeriert hat, weil dir nicht klar war, was es sein könnte, was dich hindert oder es waren Einflüsse von außen und hier hast du jetzt plötzlich eine klare Sicht. Der Nebel geht weg, alles da, wo dir unklar war, was eigentlich kann ich noch tun, um dass ich hier ein bisschen Last ablege oder dass ich meinem Leben einen anderen Dreh gebe irgendwo? Wo halte ich noch etwas fest, das mir nicht gut tut, finde aber keinen Ausweg? Das zeigt sich hier jetzt als aufklärend. Ne? Deine Umgebung, das Umfeld, das, was dich trägt, liegt hier im Haus der Blumen drin. Auch hier kommt so eine Bewegung rein, die wirkt sehr klärend. Und auch hier habe ich wieder, dass sich so Dinge, die dich lange in Konflikt gebracht haben oder wo du lange nicht ablegen konntest, das Kreuz,
wo deine kreativen Prozesse oder die Kreativität in dir, die Kraft in dir nicht verfügbar war, weil du irgendwo einen Konflikt austrägst. Bei manchen ist das auch unbewusst. Das drängt sich dann immer ins Bewusstsein, wenn man so diese Mimimi-Tage hat, ne? Dann kommt es so hoch und zeigt sich dann so, und da bin ich unzufrieden und da und da. Und ansonsten deckelt man es schön. Das ist hier damit gemeint. Hier kommt irgendwie so ein Ausgleich in dein Leben rein. Auf dem kurzen Weg. Und so auch, dass du also solche Konflikte, die man mit sich hat, mit dem Leben hat, mit der Umgebung hat, wo man genervt ist, wo man sehr viel Unruhe verspürt, eben gerade dann, wenn man sowieso schon gereizt ist, dann noch diese kurze Zündschnur mitkommt. Da geht es darum, im Kleinen dafür zu sorgen, dass du da mehr Ruhe reinkriegst, dich stabiler fühlst, sicherer fühlst, dass da, wo du nicht klar gesehen hast oder wo dein Fundament auch gebröckelt hat, dass dir jetzt andere Mittel zur Verfügung stehen. Es kann hier auch sein, das ist sehr speziell, das sind so Auswechseldinge, ne? Man lässt eines weg und nimmt eines dazu. Und stellt dann fest, dass es das doch nicht ist. Und das kann ja auch der Punkt sein, an dem man scheitert. Also man hat schon einiges probiert oder auch gedeckelt. Und jetzt geht es eben darum, hier auch Schnitte zu unternehmen, flexibel zu sein, sich mal in eine andere Richtung zu drehen. Und ich habe nicht das Gefühl, hier geht es um Weitblick, hier geht es um Kleinigkeiten, um wie mache ich mir mein Leben im kleineren Bereich so bequem, dass dieses Mimimi-Gefühl, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, wenn man so einen Tag hat, wo alles Mist ist, wo nichts klappt, wo einem dann die Dinge noch aus der Hand fallen und so, da kommt es immer speziell hoch und dann stellt man alles in Frage. Und um das geht's, diese Kleinigkeiten zu finden, die eben das gar nicht mehr hochholen. Ich habe hier speziell, was ich hier als Kreuz oder als Last oder als Bürde anzeigen kann, speziell etwas im partnerschaftlichen Bereich sein. Für einige auch mit dem Thema Vertrauen in dein Umfeld, vielleicht auch abgeben ins Umfeld, wo man sagt, ich muss mir hier nicht alles alleine machen. Ich kann auch mal sagen, okay, unterstütze mich da, dann ist es vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche, aber es bringt mir Leichtigkeit. Und dann auch dieses Vertrauen in den anderen Mensch zu haben, dass er das machen kann. Ja, ich habe so eine Energie, die ist nicht durch euch ausgelöst, es kommt mit den Personen, mit die um euch herum sind, die euch dann da irgendwie auch mitnehmen. Das, was dir hier am Herzen liegt, das fühlt sich nicht gut an. Ne? Das fühlt sich, ich nenne es mal, ungesund an. Es ist so eine Situation, die vergiftet eher dein Herz, anstatt das Gift ein bisschen rausgeht. Und das macht dir auch schon unterbewusst Kummer, weil du nicht greifen kannst, wie es in die Veränderung kommt. Und hier nochmal der Hinweis. Es sind kleinere Dinge, die dich hier hindern, an das große Ganze zu kommen, die auch Energie kosten, die dein schöpferisches Potenzial niederdrücken, die dir keinen Raum geben für Kreativität oder zum Beispiel auch zum Ausbau deines Berufsumfeldes, wo du nicht an das Ding rankommst, dass du aus deiner eigenen Kraft eine Idee hast, die dich weiterbringt, die du dir selbst erschaffen hast. Da geht es nicht um das Kopieren, von dem das andere machen, sondern das ist dein ureigenes Ding und an das darfst du hinkommen.
Notfalls sieht man auch hier diese Energie, wie kriege ich Unruhe weg, die mich hindert, an meinem Fundament zu laben oder an meiner Verankerung aufzutanken, die ich so fürs Leben brauche. Und da liegt es eben so, dass hier auch Veränderungen von außen kommen, von anderen Menschen, die es dir dann leichter machen, irgendwas wegzulassen. Und das machst du so, indem du auch sagst, mir liegt es am Herzen, dass ich das erleichtert kriege. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal, du hast das Gefühl, viel zu tun zu haben und der Tag reicht dir nicht, dann wäre das Dings, gib in die Umgebung ab, lass dich unterstützen, lass dich ein bisschen mittragen. Vielleicht ist es da nicht perfekt, aber es erleichtert. Und du hast so die Möglichkeit, diese Verstrickung, ich nenne es jetzt wieder Verstrickung, nenne es so ein kleiner Giftstachel, der dir da immer wieder rumbohrt und der eigentlich Veränderungen nicht in Angriff nimmt oder sich nicht bewegt, weil die Richtung nicht ganz klar ist. Oder man stellt sich vor, das wäre ein riesengroßer Brocken und dabei sind es nur winzige Dinge. Das passt jetzt auch wunderbar, denn da oben haben wir das Herz im Haus des Kles drin und hier haben wir den Ring im Haus der Hindernisse. Also wir kommen irgendwie nicht an etwas Verbindliches dran, das uns helfen könnte, über diesen Punkt zu kommen, an dem wir bewusst ein Schwert niederlegen oder ein Kreuz abgeben oder uns bewusst sind, dass wir uns um eigene Herzensdinge auch kümmern müssen, nicht nur um die anderen. Damit verbunden ist hier so ein Hindernis, das sich überwindet, indem man an die Info kommt, die man braucht. Und die Info ist hier zur Verfügung, aber man sieht sie nicht. Man schaut auf das Hindernis und schaut auf das Hindernis und man hätte die Möglichkeit, das zu sehen, aber man hat den Blickwinkel nicht drauf. Man denkt, es wäre etwas Großes und der Kraftaufwand wäre riesig und der Schmerz wäre groß, aber das ist hier nicht so. Hier kannst du sogar mit ziemlich großem Glück und ziemlich viel Klarheit etwas in Bewegung bringen oder auch in Umbruch bringen, das dich sehr lange im Beziehungsleben eine, ja, nennen wir es mal Sonderfahrt erfahren hat lassen. Ja, da kannst du Partner austauschen, wie du willst, du kriegst immer wieder das gleiche Thema, da kannst du Berufsstellen wechseln, wie du willst, da hast du immer wieder die gleichen Köpfe, die ein Team bilden. Also das Thema bleibt das gleiche, aber die Szenarien ändern sich. Oder die Personen, die dir das aufzeigen. Hier auch im partnerschaftlichen Bereich und über die berufliche Situation. Hier kann es auch um das Gefühl gehen, liegt dem anderen mir das auch so am Herzen wie mir oder liegt den anderen das genauso am Herzen wie mir, aber um das geht es hier nicht. Es geht nur um dich, um dein Leben und deine Herzensangelegenheit, um dein Wohlfühlen. Schicksalshafte Kommunikation habe ich hier zweimal. Also das scheint so zu sein, dass man hier etwas ausspricht, das dann hier zu Veränderung führt, aber das kann auch einen Konflikt mit sich bringen. Das wäre aber für mich jetzt nicht das Schlimmste, weil dieser Konflikt würde dafür sorgen, dass du hier eine Wende reinkriegst. Der Lebensbaum liegt hier im Haus der Sonne drin. Da im Haus des Lebens liegt der Anker drin. Es geht um dein Fundament, um deine Stabilität, um dein Glück, um deine Ruhe, die du brauchst, um deinen persönlichen Weg zu gehen.
Ja, und es ist wirklich, es ist ein bisschen komplex, weil ich kann mich nur wiederholen. Man sucht an der falschen Stelle, sagt das Kartenblatt, ja. Man schiebt die Dinge auf, man denkt und denkt und denkt, wir haben hier auch alle Karten im Kopf und sucht eine Lösung und verstrickt sich dann wieder in andere Szenarien. Und das Leben sagt dir ganz eindeutig, du suchst an der falschen Stelle. Es liegt viel näher die Lösung ist viel näher als da, wo du sie suchst. Ne? Sie liegt in Kleinigkeiten im Umfeld an verschiedenen Bereichen. Hier geht es speziell auch an diese Verbindungen, wo man irgendwo Unabhängigkeit leben möchte, aber nicht so richtig weiß, wie. Es geht um die Verbindungen, wo man eine große emotionale, also hier sieht man jetzt speziell das Gegenüber, man sieht aber auch das nähere Umfeld, Freunde, man sieht vergangene Einflüsse. Irgendwie scheint es auf dieser Linie alles zusammenzugeben. Und hier kommt die Klarheit und das Glück rein. Das, an was du dir hier Gedanken machst, das liegt viel greifbarer, als dass es kilometerweit weg liegt. Und ich habe das Gefühl, dass du hier die Möglichkeit bekommst, langfristig für dich etwas zu ändern, dich zu was hinzubewegen, wo du immer wieder umfahren hast oder immer wieder der Weg auch schwer war oder immer wieder am gleichen Punkt rausgekommen bist. Es geht so um dieses endgültige Loslassen von, ich nenne es mal Destruktivität oder Selbstsabotage, da wo man eigentlich vermeidet oder auch Konflikte vermeidet. Da ist man jetzt hier schon bereit, das Gedankenchaos auch zu durchbrechen, weil man merkt, auch wir haben hier sehr viel Selbstwertthemen, also das Gefühl, ich fühle mich sicher und gut genug, wie ich bin, das wir hier aus der Kindheit auch schon kennen. Ja, wo liegt der Mehrwert für dich in deinem Leben? Was kannst du hier tun? Dieses ganze Kopfkino, dieses nicht richtig wissen, wie komme ich aus diesen Kreisläufen raus, das wird sich hier auszahlen für dich. Ich habe das auf mehreren Ebenen jetzt. Hier könnte es sein, dass der Beruf eine große Rolle spielt oder auch das Geld, die finanzielle Sicherheit, die Abhängigkeit von Partnern, mit denen man finanziell verbunden ist und daraus zum Beispiel nicht das tun zu können, was das Herz möchte, andererseits aber wieder viel Energie mitbringen möchte. Es sind schicksalshafte Neubeginne mal 2. Das Kind liegt im Haus des Schicksals, das Schicksalskreuz korrespondiert damit. Hier die Emotion, die man dazu hat, diese Kreisläufe, die es dazu gibt. Und hier kriegst du ganz locker flockig mal schnell und unerwartet auch den Fuß aus dem Karussell raus, um es anzuhalten. Die Finanzen liegen hier als Thema mit dabei. Ganz wichtig ist, dass du auch, ich nenne es jetzt, hier liegt es jetzt als finanzielle Energie, aber ich würde es noch anders definieren. Es ist wichtig, das zu tun, das zu leben, was dir, deiner Seele, deinem Lebensplan entspricht. Und wenn du da nicht auf dem richtigen Pfad bist, so kommt hier die Erlösung. Da kriegst du das entlohnt, was du auch gut kannst, was du mitbringst, woraus du schöpfst, woraus die anderen sich auch an dir bedienen. Und es ist wichtig, dass du auch dich versorgt fühlst. Also nicht, dass du das Gefühl hast, ich kann meine Dinge nicht machen, weil es andere mehr brauchen oder so, ne? Auch da kann ein Glaubenssatz dahinter stecken, der irgendwie sich dann auch wie so ein Giftstachel anfühlt. Das ist jetzt keine Ego-Tour, die hier liegt, ne? Das sind kleinere Kurskorrekturen, schicksalshafte
Geschenke auch irgendwo. Ihr wisst ja, meistens ist es so, wenn man irgendwelche Aufgaben hat und man sitzt das Ganze dann aus, dann erhöht das Schicksal die Schlagzahl, damit du in die Gänge kommst, und so wird es auch hier sein. Hier zeigt sich auch so ein finanzielles Thema, ein Versorgerthema, ein Vertrauen ins Leben-Thema. Kann ich in meine Dinge investieren? Ob das jetzt emotional oder finanziell ist. Wenn ja, wie viel? Und hier nochmal der Hinweis, es liegt im kleineren Bereich. Man muss hier keine riesen Sachen in die Hand nehmen. Ja, das Johanniskraut, ich habe hier davon gesprochen, von diesen Mimimi-Momenten und diesem extremen Genervtsein, wenn dann gar nichts mehr klappt. Und ja, das Johanniskraut lässt hier die Sonne aufgehen, deine eigene Sonne. Ich verbinde dich mit der Urlichtquelle. Und wenn du dich damit verbindest, wirst du sehen, dass du selber zu einer Sonne wirst. Also du kriegst hier dein Strahlen vom Schicksal wieder zurück. Und dass sich die Welt um dich wärmt und auch erhält. Hier haben wir den Lebensbaum im Haus der Sonne drin. Was haben wir unten noch? Das Gänseblümchen, das begleitet mich, wenn ich die Karten nehme, eigentlich immer. Und das ist hier in diesem Fall jetzt auch sehr passend, denn es sagt, Kopf hoch, du schaffst alles, was du willst, weil das Gänseblümchen eben die Fähigkeit hat, sich immer wieder aufzurichten, auf den Regenbogen zu schauen und die Energie zum Positiven zu lenken. Wenn du jetzt überlegst, dass ich hier oben schon gesagt habe, man hat einen falschen Blickwinkel, man sucht an der falschen Stelle, dann ist das mit dem Gänseblümchen auch wieder sehr treffend, denn das sagt hier direkt, schau auf den Regenbogen und lenke deine Energie zum Positiven. Also suche nicht in den Dingern, die wie Berge daherkommen oder die Aufgaben, die so groß sind, sondern das liegt hier, das Glück in deinem Haus drin und die Sterne, also im häuslichen Bereich, in der Umgebung, und die Sterne liegen in unserem Haus. Das sind mir zu viele. Danke. Der Engel der bedingungslosen Liebe. Hier zeigt sich das Schicksal, die Liebe, die Herzensangelegenheiten. Ne? Hier steht einfach nur drauf, du bist Liebe, du bist Liebe, du bist Liebe. Gut, ihr Lieben, das lassen wir gerade mal so stehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.